Yes, der Campingcheck. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper und alle, die das Outdoor-Leben lieben. Und jetzt guckt euch das an. Wir sind im Naturpark Habichtswald und es geht nämlich in dieser Folge um Campen und Leben im Wald. Da haben wir nämlich was Besonderes mit euch vor. Es geht zuerst hier, wir sind gleich da fahren wir jetzt rüber, auf den Campingplatz Weißenthalsmühle. Den hat eine Familie übernommen und der soll richtig schön sein, mitten im Naturpark Habichtswald eben in Nordhessen. Und dann fahren wir mit euch runter nach Südhessen in den Odenwald und da gibt es ein Tiny House Hotel. Ja, das ist ein Pärchen, die haben sich da einen richtigen Traum erfüllt und haben einfach mal ein paar Tiny Häuser in den Wald gestellt. Wir wollen nämlich rausfinden, was ist denn das Besondere eigentlich so an diesem Waldcamping und Waldwohnen. Ja, also viele gehen ja immer an den See oder ans Meer und wir wollen mal gucken, wie ist es im Wald. Ja. Mit an meiner Seite ist wie immer Pamela, mein 32 Jahre altes Wohnmobilmädchen und der Luki. Haha, Leute, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid. So. Wir gucken mal, wie es weitergeht jetzt hier. Ich bin sehr gespannt. Jetzt fahren wir auf den Campingplatz. Smile like the sun, kisses forever, and tales it never fade. Das ist ja cool. Das ist ja wie so eine kleine Lichtung hier. Riechst du das? Oh, Wald, Leute, das ist Wald. Wald und Grill. Wald und Wiese. Ah, Wie traumhaft. schön, doch. Wollen wir den Platz mal entdecken gehen, doch? Auf jeden Fall. Das ist hier alles der alte Mühlgraben. Hier stand nämlich wirklich mal eine alte Mühle. Die ist abgebrannt. Jetzt steht ein anderes Haus drauf. Aber Vorsicht, fall mir da nicht rein, du. die Überreste Kerle. sind noch da. Du auch, komm. Gib mir deine Hand. Warte. Ah, danke. Oh, mein Kerle hier im Gelände hier. Aber schön, guck mal. Richtig idyllisch, ne? Oh, Zelt da, guck mal. Hallo? Dürfen wir euch mal kurz stören? Ja, gerne. Hi. Friso? Servus. Lukas, Katha, hi. Lukas. Nein. Hallo, Mein Namenspatron. Gute, grüß dich. Ihr seid ja eigentlich, ihr wisst es, Leute, Zelter sind eigentlich unsere Helden, ne? Weil ihr macht's noch richtig. Ist schön hier? Mega schön, ja. Sehr kalt. Es war meine erste Mal Camping. Es war das Ziel, hier zu schlafen. Leider habe ich bis um 12 Uhr geschafft. Und dann habe ich meinen Mann erweckt und meinte, wir müssen jetzt los nach Kassel, da schlafen und dann können wir wieder um 7 hierher kommen und gerne frühstücken. Jetzt habe ich gerade gesagt, das sind die härtesten hier. Was Also er ist schon sehr hart, auf jeden Fall. Er schafft das, ich nicht. Ja, also er hat mich geweckt und hat gesagt, wir müssen abbrechen, es ist zu kalt. Und heute Morgen hat uns die Besitzerin gesagt, dass es tatsächlich hier auch noch mal in der Gegend ein bisschen kälter ist als immer angesagt. Ja, und ich wollte eigentlich nur mein neues Zelt ausprobieren. Das habe ich mir vor 2 Tagen gekauft. Jetzt habt ihr natürlich nicht gut, der Schlafsack. Lukas, der Schlafsack hätte ein bisschen dicker sein können, ne? Die Schlafsäcke sind eigentlich gut. Die sind eigentlich für 4 Grad sind die wohl da, aber... Katha, woran lag's denn dann? Ich bin Latina, das heißt, ich komme nicht so gut klar mit der Kälte. Und ich weiß ja nicht, wann sind wir schlafen gegangen? Wir sind eigentlich, sobald die Sonne untergegangen ist, für Und wirklich, ich konnte gar nicht schlafen, weil ich gezittert habe. Ich dachte mir, komm, es ist nur so Kopfsache, aber es war keine Kopfsache. Also es wäre echt kalt und dann dachte ich mir, nee, okay, hier ist meine Grenze. Ich war jetzt vor einer Woche mit einem Kumpel in Schweden und da sind wir dann mit so einer Plane losgezogen, so einem Tarp. Und haben dann da eine Woche lang draußen sind wir gewandert und haben dann immer nachts irgendwo uns was gesucht. Und jetzt wollte ich, wie gesagt, mal mit Katha so langsam ranführen, weil es ja doch schöner ist, wenn man das mit mehreren macht. Wir hatten extra Wasser gekocht, in eine Flasche reingemacht, damit sie eine Wärmflasche hatten. Ich meinte auch, falls wir nicht zurückgefahren hätten, würde ich traumatisiert sein und vielleicht nicht wieder das mit den Campen probieren wollen. Ja. Aber jetzt will ich das auf jeden Fall noch ein zweites Mal das machen. Sehr gut. Ich wünsche euch eine schöne Gute Zeit Einstellung. und drücke euch die Daumen, dass es klappt. Vielen lieben Toi, toi, Dank. toi. Ciao. Tschüss. Schöne warme Nacht noch. Na, du genießt die Sonne aber hier, Ja, wie du. schön. Nicht einschlafen beim Laufen. Guck mal hier. Oh, der ist aber ein schöner kleiner. Der sieht ja richtig schick aus. Oh.
Das ist ja mal hier. Das ist ja mal Moped, hä? Dachzelt. Hallo! Der Friso und der Lukas vom Campingcheck. Hallo. Grüß dich. Hallo, Heike. Lukas, hi. Wolfgang. Grüß dich, Wolfgang, Lukas, hi. Heike, was habt ihr denn da für ein Megateil, sag mal? Ja, weiß nicht, einfach ein Dachzelt. Ja, einfach ein Dachzelt, genau so fing alles an. Und ja. Seid ihr schon lange Camper, oder? Nein, überhaupt nicht. 21 haben wir erst angefangen. Ach, Quatsch. Noch nie. Dann haben wir uns ein Dachzelt gekauft. Ja. Ja, und dann waren wir auf Rügen bei Windstärke 8 und Regen und Gewitter. Und dann haben wir doch gemerkt, es passt noch nicht so richtig. Ja. Und deswegen der Anhänger jetzt. Genau, und dann haben wir geguckt, Ach, was gibt's. Das ist für schönes Wetter und das ist für schlechtes Wetter. Dann ist es praktisch ja, unser Wohnzimmer dann. Ja, wir schlafen nach wie vor sehr gerne da oben im Dachzelt. Ja, Ja, die hier lässt Liegefläche- sich's aushalten. Seid ihr denn so Abenteurer, ihr beiden? Wir waren jetzt letztes Jahr mal wirklich dann länger unterwegs, 4,5 Wochen bis zum Nordkap. Ach, Quatsch. Ja. Okay. 4,5 Wochen, 8.500 Kilometer sind wir gefahren. Ja. Das war ein Traum und den haben wir uns erfüllt. Dürfen wir mal in Ja, ein klar. Wohnzimmer gucken? Klar. Euer Wohnzimmer? Ja? Klar. Machst du eine kleine Roomtour? Ja. Oh, der ist aber wirklich, der ist aber kuschelig, oder? Ja, Okay, dann muss ich jetzt fragen, 4,5 Wochen auf dem Platz, wie lange seid ihr verheiratet? Seit gestern 38 Jahre. Oh, Nein. echt jetzt? Das ist aber wirklich schön bei euch. Da ist das da am Nordkap. Ach klar. Ja, genau, das ist ein Bild. Das ist wirklich schön. Und hier, das ist ja auch toll. Also das und da standst du hier so am Nordkap. ja und gekocht. Genau. Ja? Ja. Draußen. Ja, kalt, oder? Ja gut, da hat man natürlich das funktioniert nur mit Landstromanschluss. Wenn wir so dann halt unterwegs sind und kein Gas, dann haben wir hier noch einen Gaskocher dann halt. Oh. Ja. Also ihr seid ja extrem gut ausgestattet. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Hängematte. Ist die extra für Camping? Ja, in der Regel ist ja nie da ein Baum, wo man ihn braucht. Deswegen haben wir uns halt dieses Gestell jetzt besorgt und das funktioniert halt super. Das So habe ich kann man noch das- nie gesehen. so Darf kann ich man mich das da mal schon- reinlegen? Ja, klar. Ist vielleicht ein bisschen hoch, Nö. geht. Aber das hält. Darf ich mit Schuhen rein? Ja, ja, klar. Danke. Oh, das ist ja cool. Also so ein Ding hier, Luki? Ja, das ist schön, Friso, aber wir müssen ja noch ein bisschen was schaffen, gell? Ja. Du kannst ja schon mal vorgehen. Behaltet ihr ihn ein bisschen? Ja? Okay. Tschö. Betreutes Camp. Oh, guck mal, der erste Grill hier. Da ist schon. Moment. Nee, was ist das denn jetzt? Hallo? Das ist ja. Wir sind die beiden. Magic und Malou, Und ihr beiden, Entschuldigung. Lisa und Emil. Hallo Emil, hallo. Aber die hast du nicht auf dem Campingplatz hier stehen. Nein, wir kommen aus Kirchberg direkt. Und kommt ihr dann mal hier? Ach, warte, kann ich einen Wir Fahrradsteig- kommen immer mal hierher und essen Bratwürstchen, trinken Bierchen und dann geht's wieder heim. Das ist ja super cool. Ich liebe Kutsche fahren. Wollt ihr mit? Echt jetzt? Los, Schaffen die das, aufsteigen. oder? Super. Klar, Ja, okay. auf geht's. Ha, Emil? Nehmen wir die mit? Muss ich aufpassen, Emil? Gut, und wir sind da. Papa? Auf geht's. Das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir heute noch mal Kutsche fahren. Nee, oder? nochmal. Die sind ja richtig schnell, sag mal. Oh, hier geht's aber ab, du. Die sind ja wirklich sausüß. Anhalten. Vielen Dank, ihr beiden. Sehr gerne. Dann sage ich mal Tschüss. 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 Macht's gut, ihr Lieben. Gut, Danke. ciao. Ciao. Gute Heimfahrt. Kaffee und Kuchen wäre doch was, oder? Oh, guck mal, schöner Biergarten. Hallo. 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 Hallo, Hallo. Friso. Hallo? Hallo. Hallo, grüß Ich bin dich. Lukas, ich bin die Regina. Ah, du bist die Chefin. Ja, genau. Hier, das ist sie. Du hast einen leichten Slang. Ja, ich habe einen leichten Slang, ein bisschen bayerisch. Aus Bayern. Ja, genau. Ihr habt den Platz noch gar nicht so lange, ne? Seit August 21. Oh, ganz frisch. Warum?
Also er ist wunderschön, ehrlich gesagt. Also, Ja, es ist unser kleines Paradies. Und deswegen haben wir den Platz auch, genau. wie seid ihr drauf gekommen, einen Campingplatz zu kaufen? Ein bisschen Veränderung und wir wollten unser Hobby zum Beruf machen. Also vom Camper zum Campingplatzbesitzerin. Genau. Super. Hast du, Kaffee und Kuchen haben wir gelesen. Ja, genau. Der ist immer sehr scharf auf Kuchen. Okay. Und ich brauche Kaffee. Und Friso auf Kaffee. Habe ich heute eine Erdbeersahne und einen Mandarinenquarkkuchen. Ich nehme Mandarine-Quark. Dann nehme ich die Erdbeer. Alles klar? Und ein Käffchen? Freue ich mich. Gerne. Ja. Oder ein Latte, Cappuccino. Ich nehme einen Kaffee. Schwarz. Und du? Gibt es Spezialität? Ja, es gibt eine Spezialität. Bei uns gibt es zu Nicht jedem... sagen, bringen sie uns einfach. Freuen wir uns, nehmen wir Können wir immer uns einfach Spezialitäten. Oh, guck mal hier. Das sieht... Hi, 2 große Kaffee habe ich für euch. wer bist du? Die Franzi. Tochter. Ja. Ah, okay. Und du? Grüße dich. Ich gehöre auch dazu. Bin nicht der Mann, der Chef. Okay, der Chef. Wie heißt du? Der Dieter. Dieter. Dankeschön. Wer kriegt denn jetzt die Mandarine? Das krieg ich und den Erdbeer kriegt der Luki. Guck mal, Dann Luki komm, dann mit stell ich das Herzchen. mal ab. Oh, danke schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn Dank. das hier? Ein Eierlikörchen mit einem Schluck Sahne. Das haben unsere Vorbesitzer schon eingeführt und es kommt bei den Leuten gut an. Die Vorbesitzer kommen aus... Das waren Belgier. Ah, okay. Muss ich reinkippen oder? Du kannst es reinkippen oder getrennt. Hoppsa. Oh. Oh. Ah, Das sieht habe ich lecker jetzt aber aus. auch noch nicht. Das sieht aber lecker aus. So, wir probieren das mal. Ja, hier, lecker. Oh, oh lecker. Sag mal, macht ihr alles alleine hier? Ja. Alles? Ja, wir haben dann, wenn viel los ist, haben wir noch eine Aushilfe bei. Ja. Ansonsten sind wir ein Familienbetrieb. Ah, das ist ja cool. Ja, ja. Wir haben heute Abend noch ein kleines Fest, offizielles Ancampen. Ja, da kommen so die ganzen Dauercamper und die Camper, wo am Platz sind, seid Ja, eingeladen. Ne? Ja, oh, danke schön, uns. danke. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. nachher. Dann sehen wir uns. Ja, der Kuchen ist super hier. Ja, danke. Oh. Oh, jetzt muss ich hier vorbei. Hallo. Oh. Moin, servus. Oh, Grüß was dich, ist denn Lukas. das? Hallo, Friso, grüß dich. Hi. Servus, Hallo, Lukas. Heike. Gute, hi. Moin, du bist? Bernd. Bernd, grüß dich. Was ist denn das für eine geile Hütte? Also, ist ja wirklich eine Hütte. Nuckelig. Wo habt ihr den denn her? Geholt haben wir den aus Halberstedt. Genau, hat er besorgt. Den hat er besorgt. Ja. Was ist denn das für einer? Ein Queck Junior. Aus der DDR kommt der. Ach, aus der ehemaligen DDR. Ja. Aber hast du den so beklebt? Nee, leider Gottes war es der Vorbesitzer. Darf ich mal reingucken? Ja klar, kein Problem. Super. Oh, Oh, guck mal so hier. hast du den gekauft? Nein. Von innen war der mit Styropor zugeklebt und eigentlich dann von innen einmal auf links gedreht. Von außen war er so beklebt. Und Das innen- ist ja voll die Liebeslaube hier, Ja. sag mal. Das ist ja krass. Super schön. Seid ihr verheiratet? Mittlerweile ja, seit 2 Wochen. Nein, Ja. Lukas. Das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, super. Danke. Alles Gute, ihr Lieben. Und seid ihr immer schon Camper gewesen? Ich ja, er nicht. Aha, du bist der Anfänger. Ja, ich habe eigentlich wegen ihr den gekauft. Warum? Ja, weil sie wollte campen gehen Ja. und ich hatte damit nichts am Hut. So, hä? So, So wird's gemacht. Und sie wollte unbedingt, dann haben wir den geholt. Was war so der wichtigste Moment bis jetzt, den ihr damit gemacht habt? Ein ziemlich harter Moment, muss man sagen. Ihr Sohnemann hatte einen Verkehrsunfall gehabt und der lag im Pflegeheim und dann ging es ihm ziemlich schlecht und ist auch daran gestorben im Pflegeheim und da habe ich den auf Terrasse gezogen. Am Pflegeheim dann? Am Pflegeheim Ja. habe ich auch ein Foto auf dem Handy damals gemacht Ach, und das ist jetzt fast 2 Jahre her und es hat uns beiden extrem zusammengeschweißt. jetzt weiß ich gar nicht so ganz, was ich sagen soll. Heike, das ist ja, Gänsehaut. das tut mir wirklich leid. Wirklich. Das ist ja. Und da hat dir damals der Wohnwagen so ein bisschen geholfen auch, oder? Ja, wenn ich dann mal konnte. Also ich habe ihn natürlich so gut wie es geht nicht alleine gelassen. Aber wenn dann mal sein Kumpel zu Besuch kam oder sein Vater zu Besuch kam, dann habe ich mich da zurückgezogen, habe mal ein Stündchen gerade geschlafen. Oh Mann, Und jetzt nehmen wir ihn für schöne Stunden. schön. Und ihr seid frisch verheiratet. Ja. Sind das jetzt eure Flitterwochen dann? Nee, wir waren in Dieksdorf gewesen. Ja.
Und da haben wir uns ein Apartment genommen. Und in 2 Wochen fahren wir in die Lüneburger Heide ins Wildwood Camping. Ah, da waren wir schon. Jo. Und was bedeutet das für dich, Campen? So im Wald jetzt auch hier gerade speziell. Ich gehe dann gerne auf eine Pirsch mit meinem Hund, Ja. genieße die Natur und die Ruhe. Bist du eher Team Wald oder Team Meer? Eigentlich eher, also das ist schon eine super Kombi. Ich brauche immer ein bisschen Wasser. Er hat immer voll die Probleme, weil er immer irgendwas sucht, wo beides, wenn es irgend geht, mit drin ist. Ein bisschen Wald, aber auf jeden Fall Wasser. Und das ist gar nicht immer so Ihr habt einfach. ja wirklich einen geilen Platz hier. Also muss ich echt sagen. Das Ja. ist wirklich schön. Ihr beiden, schön, dass wir mal gucken durften. Gerne. Ihr seid wirklich super nett und ich wünsche euch ein schönes gemeinsames Leben auf jeden Fall. Dankeschön. Ja? Danke. Arbeiten. Also, pass an dich. Arbeiten. Ja, Beziehung ist immer arbeiten. Wem erzählt ihr das? Da kann ich euch ein Liedchen von singen. Aber ist nun mal so. Ne? Ja. Also, Alles Gute, ihr beiden. passt auf euch auf. Danke. Ja, danke schön. Tschüss. Jetzt gucken wir mal bei der Pamela. Es gibt nämlich ein Neuteil, der Kühlerdeckel. Ich habe ganz lange nachgesucht und habe den dann bei so einem Teilehändler wollte ich den bestellen und der hat am Telefon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob der passt. Schade, dass die Mechanikerin gerade nicht da ist. Ich so, wie Mechanikerin? Ja, die ist gerade in ihrem Camper unterwegs. Das ist die Lena und die habe ich nämlich angerufen und gefragt, ob sie mal vorbeikommen kann, weil die ist nämlich ständig mit ihrem Camper unterwegs, den sie auch selber repariert hat. Lena, oder? Ja. Grüß dich. Entschuldigung, das ist die Stimme. Hi. Servus, Lukas. Lukas. Grüß dich. Hello. Wer ist das hier? Der Puki. Hallo Puki. Der ist schon ein bisschen älter, oder? 13. Oh, ein alter Herr. Oh, nett sieht er aus, ja. Sag mal, du bist eine Campingmechanikerin. Ich bin eine Camping- und Oldtimer-Mechanikerin, genau. Okay, cool. Jetzt schon sympathisch. Ne? Ja. Und das ist dein Baby sozusagen? Genau, den habe ich 11 Jahre mittlerweile. Oh. Und alles selbst gemacht? Nein, der war umgebaut innen drin. Ja. Ich habe viel am Motor gemacht, am Blech. Er wurde 3-mal neu lackiert mittlerweile. Wie viel hat er runter? 500.000. 500.000? Ja. Darf ich mal reingucken? Ja, Pamela hat natürlich, gerade 180.000 runter. Dein Kollege am Telefon hat gesagt, du bist da ständig mit unterwegs. Was heißt das? Ich übernachte unter der Woche 3-4 Mal ungefähr im Bus durch die Arbeit und genau im Urlaub. Was war das längste, womit du unterwegs warst? Ich war 3 Jahre mit dem weg. 3 Jahre? 3 Jahre, ja. Da war ich überall eigentlich in Mittel- und Südeuropa. Krass. Ja. Wie hast du das finanziert? Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet, viel Wein geerntet, Erdbeeren geerntet, einfach überall auf Bauernhöfen angefragt. So Work and Travel so ein bisschen? Genau, wie Work and Travel. Was war dein schönstes Campingerlebnis bis jetzt? Ich habe viele tolle, aber ich glaube irgendwo in Schweden bei Malmö an einem Autostrand, wo man mit dem Auto direkt ans Meer fahren kann. In unserer letzten Folge. Ihr wart in Dänemark. Ja, genau. Ja. Glamping in Dänemark waren wir nämlich. Und da waren wir auch am Autostrand. Das ist schon Cool, geil. ja. Mega, ja. Könnt ihr jederzeit nachgucken. ARD-Mediathek, Leute. So sieht's aus, genau. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Also Ja. wirklich, sehr spannende Frau für mich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und liebe Grüße an den Kollegen, der mir das Teil so nett geschickt hat. Sag ich, Ja? Herr Wolfgang. Ja. Es hat gepasst. Wolfgang, es hat gepasst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mach's Ciao. gut. Ciao, ciao. Ja, auch. Ciao. Hier gibt es heute Abend das Lagerfeuer. du. Ernsthaft? Ja. Lagerfeuer und Würstchen vermutlich mal, Würstchen. Ne? Camper haben immer Würstchen. Soll ich springen? Und wir Pass essen auf. sie gerne. Achtung. Und? Luki, bist du bereit? Ja. Bei Und? 3, beide? Oder? Beide? Oh. Okay. Hopp. Hoppa. Kerle. Super. So, jetzt geht's ab in die Salzgrotte. Hier muss es sein. Sonst wird es ja auch nicht draufstehen. Das ist tatsächlich der erste Campingplatz, wo ich davon gehört habe. Die haben eine eigene Salzgrotte. Also da kann man gucken. Mal gucken hier. Regina! Hallo! Wir wollten dein Schätzchen mal ausprobieren. Ja, sehr gerne. Ja. Na? Hallo. Was müssen wir machen? Ihr bekommt den Schuhüberzieher von mir und dann könnt ihr, so wie ihr seid, in die Salzgrotte gehen. Dann machen wir das. So, kann losgehen. Kann losgehen. Bin gespannt. So, dann folgt mir. Dürft dann hier rein.
Bitte schön. Oh. Das ist unser Salzraum. Das ist ja toll. Warum habt ihr sowas? Das ist ja irre. Ja, es ist einfach für die Gesundheit, zum Relaxen. Ich sage immer, wie ein Tag am Meer. Aber hier ist ja der ganze Boden. Du hast es gesehen, der ganze Boden ist voll mit Salz. Oh, das ist ja irre. Guck mal hier. Man läuft ja sogar auf Salz. Das ist ja stark. Was kostet das? 45 Minuten kosten 16,50 €. Ach, okay. Das riecht auch richtig gut hier nach Salz. Das ist schon richtig schön. Friso, ist dir kalt hier? Eigentlich ist es nicht kalt. Nee, hier. aber es ist gemütlich. Okay, gemütlich ist, das lasse ich gelten. Regina, dann mache ich mir es auch mal gemütlich. Jawohl. Würdest du mal meine Kamera nehmen? Wir machen eine kleine Pause. Jawohl. Dann chillen wir jetzt mal ein bisschen. Danke, Regina. Euch geht's gut? Uns Sehr geht's gut. gut. Bis nachher. Danke fürs Kümmern. Tschüss. Tschüss. Als wir einschlafen, weck uns in einem halben Stündchen. Wir müssen weitermachen. Alles klar. Und mal gucken, wo der Luki ist. Ich glaube, der ist schon in seiner Hütte. Hier gibt es mehrere von diesen Hütten hier. Und die kann man mieten. Kostet 115 € die Nacht für 2 Leute. Plus Haustier. Inklusive. Du kannst also auch deinen Goldfisch mitbringen. Jetzt mal gucken, ob er da ist. Guck mal, welch seltener Gast hier. Grüß dich. Das ist ja schön hier. Ja, immer ein Domizil, oder? Das ist doch mal hier das Beste. Achtung, Leute, ich muss euch mal was zeigen. Eines Lobachs Kommt würdig. mit ran. Ja, aber das finde ich natürlich schon mega cool hier. Eine kleine Mini. Die wird auch in die Pamela reinpassen. Das kann man sagen. Und der Backofen vielleicht auch. Nee, ist schon echt schick hier, muss man sagen. Da war hinten Schon ein bisschen am Arbeiten hier. schöne Schlafecke. Schön hier. Guckt euch das mal an. Hier ist es die absolute Entspannungsoase. Ja? Da kannst du mal hier schön. Aber ja. Wir sind ja nicht zum Entspannen hier. Nein. Hier wird hart gearbeitet. Hier wird hart gearbeitet Ja. und hier wird auch hart geduscht. Ja? Guckt euch das. Hier wird hart. Guck mal hier. Schönes Badezimmer. Aber mit einem Designerschüssel. Ja, Designerschüssel. Aber guck dir das mal an hier, Friso. Ja. Handtuchhalter beheizt. Ja? Also nach dem Duschen kannst du hier einfach das Handtuch hinhängen und es ist natürlich danach sofort trocken. Ja? Also, Sehr platzsparend. sehr platzsparend. Ich habe sowas ja in schon Quer zu Hause. Richtig heiß. Cool. Hatte ich noch nicht. Dusche Ja. mal gucken? Ja, guck mal in die Dusche rein. Ja, Oha. ja mit Platz. Viel Platz. Und mit Holz. Ja. Mega viel Platz und viel Holz. Super. Das ist. Ja, aber wie gesagt, meine Dusche in dem Fall. Ja? Ja. So, Leute, das war's. Bis nachher. Luki. Oh, der Mann aus dem Feuer. Gute Fliese. Oh, das sieht lecker aus. Was hast du da denn hier? Ja, frische Bratwurst. Oh, danke dir. Super. Ja, lecker. Guck mal hier, wen ich hier entdeckt habe. Ja. Hier bei den musikalischen Holländer. Hier, mit Holzschuhen. Guck mal, Landsleute. Super. Landsleute? Ich bin halber Holländer. Meine Mama kommt Halber aus Holland. Holländer? Ja. Ich bin ein Vollholländer. Ja, okay, du bist besser. Ich hab's verstanden. Du darfst aber mit deinen Klotschen nicht zu nah ans Feuer hier. Nee, weil die brennen dann. Ne? Ja. Ich habe schon warme Füße, aber ich will keine heiße Füße. Und du bist? Ich bin Monique. Monique? Ja, die Tochter. Ach, Quatsch jetzt. Ja. Doch. So. Und ihr seid auch Camper hier? Ja, ich bin Dauercamper hier. Nein. Ja. Aus Holland hier nach Nordhessen? Ja. Warum gerade hier? Also ich, ehrlich gesagt, die Frage ist, es ist super. Ab 87 bin ich einmal mitgefahren mit meinen Eltern, weil ich noch ganz klein war. Ja. Und ab 2009, glaube ich, sind wir hier jedes Jahr hingefahren. Und dann war die Möglichkeit von einem Wohnwagen. Und ja, das gefällt mir hier sehr gut. Oh, Dankeschön. Genieß die Zeit. Singt doch ein bisschen. Na. We will rock you. Und morgen geht's weiter, Luki. Top Platz. Morgen geht's in den Wald nach Südhessen, in den Bin ja sehr südhessischen gespannt. Odenwald. Achtung. Tiny House Hotel. Darf ich? Ja. Darfst du? Opa, die Wurst. So, oh, jetzt dabei. Wieso? Prösterchen. Prösterchen. Danke dir für den Tag, war super hier. War geil, ne? Prost. Richtig schön. Leckere Wurst. Das ist mal ein Lagerfeuer-Feeling hier. Oh, ist das schön hier. Leute, bevor wir ins Tiny House Hotel fahren im Odenwald,
haben wir noch einen kleinen Abstecher vor uns. Und zwar geht's nach Waldsolms. Das ist ganz in der Nähe von Wetzlar. Ich bin nämlich immer ganz gerne auf so Kleinanzeigenseiten im Internet unterwegs. Und da habe ich einen Wohnwagen gesehen, den habe ich noch nie gesehen. Da habe ich dann angerufen und gesagt, hier, wir sind vom Campingcheck, können wir uns den mal angucken? Und dann hat der Markus gesagt, ja klar, komm mal vorbei. Ich habe noch ein ganz cooles Hobby, weil der kennt die Sendung. Hat gesagt, das Hobby könnte dich auch interessieren. Also, sind wir da. Bin ich mal gespannt. Er hat gesagt, er wartet in der Halle. So. Das ist die Halle. Ja. Guck mal. Steht offen, Luki. Müsste doch da sein. Pamela muss leider draußen bleiben. Hallo Friso. Markus, grüß dich. Endlich mal live. Du hast gesagt, du hast nicht nur einen schönen Wohnwagen, sondern auch irgendwas, was mich interessieren könnte. So ein bisschen Enrichments, ja. Komm mal rein, geh rein. Luki? Oh, ich bin gespannt, du. Was ist denn das hier für einer? Ja, das ist ein 1930er Ford Monoracer. Darf ich da rein? Ja, klar, Ja? klar. Ja, wie geht denn das überhaupt? Ja, da brauchen wir eine spezielle Technik. Fast 100 Jahre alt. Ja. Und ich mittendrin. Aber bequem. Oh, fast wie die Pamela, du. Das ist kein großer Unterschied. Was machst du mit den Dingern, sag mal? Ich meine, sammeln ist ja A, schön. sammeln, B, fahren und C, tatsächlich auch einige in Rennen einsetzen. Das Thema ist ja wieder populärer geworden. Es gibt verschiedene Renn-Events. Schwerpunkt ist hier zum Beispiel Römö, Motorfestival in Dänemark. Aha. Mittlerweile auch in Normandie oder auch in Italien. Wo fahrt ihr da? Am Strand. So Ach, wie, Quatsch so wie jetzt. früher halt Rennen gefahren wurden, als es noch keine vernünftigen Straßen gab. Wie kommt man denn hier wieder raus? Tatsächlich Hochgeschwindigkeitsrennen, also für damalige Verhältnisse Was fährt Hochgeschwindigkeitsrennen. der? 120. Ja. Oh, was Genau. ist denn das? Und das ist eigentlich ein sogenannter Red Rod. Das ist eine Bewegung gewesen aus den 80er, 90er Jahren. Der läuft aber nicht, oder? Doch, doch. Kannst du ihn mal anmachen? Klar, gerne. Echt jetzt? Das ist zuverlässig. Das ist das erste Fahrzeug, wo ich jetzt ein bisschen Respekt vor habe. Bin gespannt. Geil. Ja. Jetzt weiß ich, was du damit meintest. Das könnte mich interessieren. Super. So schöne Dinger. Markus, wir könnten hier noch Stunden reden. Ich muss aber noch in den Odenwald. Wir sind auch noch verabredet. Ja. Es ist genau mein Thema hier. Aber zeig mir bitte noch mal diesen wahnsinnigen Wohnwagen. Gerne, absolut. Deshalb bist du ja auch hier. Oh. Ich sehe einen Wohnwagen, aber was ist denn das bitte da vorne dran? Ja, das ist ein kleiner Ford. Wie lang ist der denn? Ein F250, knapp 6,80 Meter. Extra Cap. Was heißt Mit das? dem sogenannten Trailer-Paket. Der hat hier extra nochmal Sitze. Ja. Und wurde werkseitig ausgeliefert mit dem Camper-Top. Das ist ein Camper? Ja, das ist ein Camper. Kannst du das mal aufmachen? Nee. Natürlich jetzt. Wahnsinn, Leute. Alles aus Plüsch. Guckt euch Ja, das das ist so an. typische 80er Jahre Plüsch. Ja. Geiles Ding. Wie viel PS hat der? 285. Ja. 7,5 Liter Hubraum. Aber was ist denn? Das habe ich noch nie gesehen. Also Airstreams und so weiter kenne ich. Wahnsinn. Ja. Aber was ist denn das für eine Schüssel? Ja, das ist Wahnsinn. auch eigentlich sehr selten in Europa. Das ist ein sogenannter Spartan. Okay. Spartan war ein Hersteller, der im Zweiten Weltkrieg eigentlich Flugzeuge gemacht hat. Ja. Und als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war, haben sie sich dem beginnenden Boom des Campings oder Motorhomes gewidmet. Wie alt ist Von der? 1946 bis 55. Der ist jetzt Baujahr 49. So alt. Wir müssen rein. Natürlich hier auch schon alles wunderbar. mit Fliegengitter. Oh, der sieht ja auch noch so aus wie früher. Darf Bitte ich? schön. Super. Oh, Leute. Ein Saloon. Ein Saloon. Nee. Ist das alles original? Das ist alles original. Ja. Nein, Quatsch jetzt. Also das Einzige, was nicht original ist, sind diese beiden Sitzbänke. Und jetzt guckt euch mal an, was es damals schon für eine Küche gab. Ja. Das ist ja... Was hier ganz interessant ist, er hat eine Dunstabzugshaube. Nein. 1949 hat eine Dunstabzugshaube. Ja. Das gibt's ja nicht.
Ich komme mir vor wie in so einem Campingmuseum gerade. Und so ein Highlight, dieser schöne General Motors Kühlschrank von 1949. Sieht aus wie neu, du. Und bist du mit dem Fahrzeug noch unterwegs? Ab und zu. Das ist ja, guck mal hier, einen eigenen Schminktisch, oder? Ja, das ist ein Schminktisch. So, und dann die weltberühmte Boyfriend Store. Und zwar, Wohnanhänger wurden sehr stark als Motorhomes genutzt. Das heißt, die Leute haben tatsächlich drin gelebt. Ja. Dementsprechend war die Qualität auch besser wie beim Camping. Ja. Und es gab dann Gerüchte, dass halt, wenn der Mann hier vorne reinkommt, die Frau halt hier dann schnell den Boyfriend von dannen ziehen lässt. Und dann konnte er abhauen. Dann konnte er abhauen. Hier. Also das war Klamotten unterm Arm und raus. Das gibt's ja nicht. So, was willst du dafür haben? Also verkaufst du nur den oder auch den Wagen? Erstens mal bin ich mir noch ganz sicher, ob ich ihn verkaufe. Aha. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er steht in der Regel leider fast nur rum. Preis kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist ja auch so eine Liebesangelegenheit. Das ist eine absolute Liebesangelegenheit. Also Markus, du bist auf jeden Fall definitiv wahrscheinlich einer der größten Hubraumcamper, die wir kennen. Ja, das ist wahnsinnig. Pass auf dich auf, Mann. Ich bin sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also eine große Nummer hier, wirklich. Pass auf dich auf. Okay, hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ja, tschüss. Bleib stabil. Irre. Also ganz ehrlich, Odenwald ist doch immer ein Highlight, oder? Odenwald, mein Herz schlägt für den Odenwald. Oh ja, guck mal, ja, schön, diese Landschaft. Kirschblüte, das ist irre. Und jetzt sind wir da. Tiny Park Tom. Super, oder? Mitten im Wald. Ich bin drauf jetzt hier, du. Ja, kannst du auch. Da gebe ich einen aus auf dem Rooftop da oben, du. Das ist tatsächlich dein Häuschen. Ernsthaft? Da wirst du heute Nacht schlafen, ja. Leute, wie geil ist das denn? Fett, guck mal hier. Hallo. Seid ihr Kathi und Michel? Das sind wir. Hi. Ihr seid endlich da. Hi. Ja, Grüß dich. Hallo Luki. Hi. Grüß dich. Hi, Frieser. Servus, der Lukas Gute. Hallo Lukas. Wer ist das denn? Ja, unsere Agi, unsere Straßenhündin aus Greta, die wir vor einigen Jahren adoptiert haben. Und eigentlich, ja, man kann auch sagen, dank ihr gibt es dieses Tiny House hier. Okay, aber ihr habt insgesamt 3 Tiny Häuser, ne? Richtig, Ja, richtig. genau. Die 2 hier, so im Wald. Ja. Und 1 noch im Campingplatz direkt. Mit dem haben wir angefangen. Und wenn man hier mietet, dann darf man auch einen Camper, darf man den hier stehen lassen, richtig? Genau. Ja, ist direkt der Parkplatz zu jedem Haus. Haben Okay. wir einen Parkplatz, der vorbereitet ist. Und dann kannst du entweder deinen PKW hinstellen oder auch mit dem Camper kannst du direkt vorne dran parken. Da kann man schön fahren. Jetzt rein, komm. Komm, Kathi. Komm rein. So. So, ich ziehe mal die Schuhe aus. Das machen wir auch. So, Schuhe aus ist immer gut. Oh. Aha. Oh, Rein guck mal in die hier. Stube. Na, das ist aber hier. Boah, Friso, guck dir das an. Guck mal hier. Guck mal, sogar was zu trinken. Lieber Friso, lieber Lukas, schön, dass ihr da seid. Das ist aber lieb. Dankeschön. Das ist sehr nett. So ist es. Wie seid ihr auf die Idee gekommen jetzt? Wegen dem Hund? Ja, genau. Tatsächlich war es so, als wir die Hündin dann bekommen haben, dass wir gesagt haben, ja komm, was machen wir jetzt im Urlaub? Ne? Und so eine Straßenhündin, wenn man sie nimmt, dann will man sie auch dabei haben. Und kamen dann auch so in Baumhäuser und Tiny Häuser und das hat uns total begeistert und hat uns echt gefallen. Und haben wir gesagt, das ist ja super. Und dann haben wir festgestellt, bei uns in der Region gibt es das gar nicht. Dann machen wir es einfach selbst, wenn es das nicht gibt. Wir zeigen euch alles. Ja, gerne. Lass uns mal im Bad vielleicht starten. Ach so. Ah. Ja. Die geheime Tür. Ich lasse euch Vortritt. Wahnsinn, guck mal hier, das ist ja super. Und das war auch mit ein Grund, warum wir hier auf dem Campingplatz gelandet sind. Einmal natürlich, weil es Waldcamping ist. Ja. Das finden wir super. Ja. Aber hier gibt es halt auch auf der Plätze entsprechend Kanalisation. Ja. Und das brauchen wir halt fürs Tiny House. Ja. Wir schicken euch jetzt einfach nach oben, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Vielleicht einmal nach links. Das ist sogenannte das Kinderzimmer, aber natürlich Erwachsene können da auch übernachten. Okay, links rum, gut. Und guck mal hier. genau, verschafft euch mal den Überblick. Und wenn die Kinder ihre Ruhe haben wollen, Richtig, Klappe wenn- zu. Wenn sie die Eltern Genau, nicht mehr sehen kannst du wollen. alles schön dicht machen. Zack und zu. Jetzt So. geht's auf die andere Seite. So, Luki, jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier so bei dir Ja, aussieht. schaut euch. Das Genau, ist, dein Schlafzimmer. das ist quasi das Schlafzimmer für die Eltern. Alles wieder riesige Und- Fenster. Oh,
Oh, Friso, guck dir mal die Küche da an, du. Ja. Du guckst dir das an, voll ausgestattet. Ja. Das gibt's doch nicht. Dass du einfach auch mal kurz übers Wochenende schnell raus, musst nicht groß packen. Die Grundausstattung ist da und du kannst einfach dein Kulturbeutel und los geht's. So, jetzt aber Terrasse. Ja, ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. Genau, da gibt's noch was. Dann gehen wir mal hoch. Genau. Du gehst vor. Guck mal hier. Super, haltet euch fest. Und ja, das Schmuckstück. Leute, ganz großes Kino. Sag mal, das ist ja... Und so sieht's aus. Was muss man bezahlen, wenn man hier wohnen möchte? Ja, also circa 150 € und da kommt noch die Reinigungsgebühr dazu. Und im Sommer könnte man hier auch draußen übernachten. Ja? Das Also ist ja Sterne- natürlich... Stern, das ist doch was, Luki. Ja? Da liegst du ja schon wieder. Guck mal, das schaukelt. Das ist so eine Liegesendung diesmal, du. So ist es, Genau. so ist es. Dafür sind sie da. Und So, guck mal hier, du, das ist nicht schlecht. Weißt du was, da gebe ich euch mal die Kamera mit. Ich würde, ihr dreht den Film weiter, wir bleiben einfach liegen. Mal wieder. Okay, ciao. Danke euch. Vielen Dank, es war sehr, sehr schön mit euch. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Ihr Lieben, das ist übrigens hier das dritte Tiny House von denen. Auch schick, ne? Ist aber bewohnt, da gucken wir jetzt mal nicht rein. Das ist eigentlich ein Dauercampingplatz hier. Der Campingplatz Waldesruh. Ja. Alles Dauercamper. Oh, guck dir das an. Was ist denn das? Hallo. Friso und Lukas vom Campingcheck, hallo. Servus, der Lukas, grüß dich. Andrea, hallo. Oh, hier bimmelt schon ganz wild. Das ist die Glocke, die zum Reinkommen. Und Emma. Und Emma. Und die Emma. Hallo, hallo. Hallo Emma. Na, was du ist bist denn ja das eine für ein nette. tolles Teil, sag mal? Das ist eine Aufsitzkabine. Das ist eine Absetzkabine, genau. Aber hier mit so einem Dach drunter. Ach, da ist noch einer. Moin. Moin. Wer bist du? Grüß dich, ich bin der Klaus. Klaus. Der Lukas, Gute. Hi, Lukas. Also erstmal habe ich das noch nicht gesehen, dass an der Seite die Tür ist. Und Und vor die allem Dingen, Überdachung, guck dir das mal das an. ist ja mega. Also wie macht ihr das? Ihr seid Dauercamper. Ja. Aber auch viel unterwegs anscheinend. Genau. Nächster Trip, was ist der Plan? Spanien, ganz runter. Ganz runter mit dem Ding. Ja. Super. Bis nach Granada. Mal schauen. Oh, 4 Wochen lang. Das ist ja eine Mordskonstruktion, sag mal. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist aber, habt ihr es selber gebaut? Ja. Nee. Ich bin Handwerksmeister. Ja, okay. Kein Problem. Aber was eine coole Idee. Also du hast wirklich Dauercamper mit einem Pickup da vorne vor. Dürfen wir da mal reingucken? Klar. Ja? Na. Es wird halt eng, wenn wir alle reingehen. Na, guck mal hier, Schon das ist aber kuschelig. was. Oh, das ist aber schön hier drin, du. Alle Gewürze da. Darf ich mal ins Bad Na gucken? klar. Ach, das ist ja... Guck mal hier mit Dusche. Super. Komplett autark. Große Batterie, Solarzellen. Was war eure schönste Reise bis jetzt damit? Wohin? Nordspanien. 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 Auch im Wald, oder? Nee, das Gebirge. Also die Picos de Europa. Kantabrien, Asturien. Jetzt habt ihr beides. Also ihr habt einen Waldcampingplatz und ihr seid am Meer unterwegs. Was ist schöner? Aha, so, jetzt haben wir es nämlich. Was sagst du? Der weiß. Es kommt auf die Saison an. Wenn es Meer voll ist, ist der Wald schöner. Was ist denn das Besondere für euch so im Wald hier? Die Ruhe. Absolute Ruhe. Du wachst morgens auf und hast nur die Vögel. Kann man hier viel machen so, wenn man hier ist? Also Du kannst so gut wandern. Es ist ja ein Rücken hier. der Bergrücken, Ja, ne? genau. Die Trom. Ja. Geopark nennt sich auch Geopark Trom. Die haben jetzt einen neuen Turm gebaut. Ganz interessant. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Huckepack-Camper. Dankeschön. Das Viel war Spaß. gut. Super. Ja, gerne. Und hier, Gute. Ebenso. Tschüsschen. Viel Spaß noch. Luki, weck die hier Emma wird nicht weiter auf. gechillt hier. Der macht's richtig. Die Die. Emma. Sie macht's richtig. Ja. Jetzt hast du sie geweckt. Ist das nicht schön? Das ist echt mega, Leute. Ich bin ja immer viel auf Insta unterwegs, da findet ihr mich unter Friso Richter, ist ja klar. Und ich habe von denen gehört. Ich habe gesagt, Leute, kommt mal vorbei, weil die Geschichte ist cool. Die erzählen die beiden euch jetzt mal. Hi! Schön, dass ihr gekommen seid. Friso, grüß dich. Hi, Melanie. Melanie. Lukas, grüß dich. Hallo. Wo ist dein Mann? Der ist drin, wir machen gerade Kaffee und Tee. Oh, grüß dich. Gute, so heißt es nämlich. Servus, Lukas, Gute. Servus, Lukas, Hi. Gute.
Du bist Sebastian. Ja, richtig, Sebastian, genau. Und ihr seid eigentlich zu dritt unterwegs? Genau, noch mit unserem Sohn Paul. Wie alt ist der? Der ist 3,5. Jetzt kommt's nämlich, Leute. Was habt ihr vor? Wir machen eine kleine Europareise. Wir haben jetzt 1 Jahr Elternzeit und durchqueren Europa mit ersten Ziel in Griechenland. Das ist ja großer mit Paul. Mit Paul auf 8 Quadratmetern werden wir 1 Jahr durch Europa reisen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir haben 2022 das erste Mal hier 7 Wochen drin gelebt und hatten die erste Elternzeitreise. Und dann haben wir uns gedacht, warum nicht 1 Jahr? Und das machen wir jetzt. Ab morgen Abend geht's los. Morgen Abend? Und dann, sind wir 1 Jahr unterwegs. Das ist ein Riesentraum. Also, wie finanziert ihr das? Das ist ja auch, wenn ich fragen darf. Also das ist ja, so, klar. immer so ein Ding, weil viele träumen davon. Ne? Aber wie macht ihr das? Ja, so, wir leben vom Ersparten. Also wir haben unsere Wohnung gekündigt, unseren privaten PKW verkauft. Jetzt müsst ihr bitte einmal zeigen, was eure, wie viele Quadratmeter? 8 Quadratmeter sind. Kaffee gemacht. Wie macht man das denn eigentlich, wenn man packt für 1 Jahr und man hat nur so wenig Platz? Gute Frage, wie wir das geschafft haben. Ihr wisst ja noch gar nicht, ob es klappt. Richtig. Das Gute rechts haben wir noch einen kleinen Kinderbereich für unseren Sohn. Genau, wir hatten hier vorher ein Bad drin, das haben wir komplett ausgebaut. Die Paulecke ist hier. Genau. Das ist ja mega, die Paulecke. Das ist ja eigentlich die Dusche und Toilette. Die haben wir ausgebaut. Ja, wir haben jetzt eine Trockentrenntoilette und hoffen einfach, dass wir die meiste Zeit draußen verbringen können und gar nicht so viel Zeit im Van dann verbringen. Was ist der Plan? Griechenland und dann? Nach Skandinavien. Also im Sommer, wenn es richtig heiß wird, fahren wir in den Norden nach Skandinavien. Und das dann Open End. Ihr müsst uns unbedingt auf dem Laufenden halten. Man kann euch aber, glaube ich, natürlich dann auch auf Insta folgen. Richtig. Ne? Da heißen wir die.Kullis. Kullis? Und das ist die Abkürzung vom Nachnamen. Wie heißt ihr denn? Kulinski. Cool. Die Kullis. Und aufgeregt? Ja, total. Also jetzt, wo es wirklich ernst wird, wir die Freunde verabschiedet haben, jetzt nur noch die Familie ansteht, steigt die Aufregung auf jeden Fall. Aber die Vorfreude ist mindestens genauso groß und wir wollen einfach nur noch los. Ja. Das Lächeln. Ich sag's euch. Viel Spaß. Danke für die Zeit, die euch hier noch alles Gute. Tschüss. Leute, habt ihr das gehört? Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? So, Luki, ich gehe jetzt auf Weltreise. 1 Jahr mit Pamela. Oh Leute, was eine Folge. Camping im Wald, das ist doch irre. Wir haben 2 Feierabendbierchen besorgt hier für Friso und mich. Jetzt müsste mal langsam auf der Feierabend eingeläutet werden. Da ist er. Ja. Friso, na mein Freund, guck mal, die Könige im Wald. Von Kathi und Michel hier, haben die uns doch reingegeben. Machst du mal bitte einmal auf. Bierchen. Ja, natürlich. Lokaler Gerstensaft. Lokalrunde. Hier auf dem Tiny House Dach. Sehr schön. So, Luki, bitteschön. Ach, herrlich, du. Leute, ganz ehrlich, ich dachte ja eigentlich bis jetzt immer so, Meercamping oder Seecamping wäre der absolute Knaller. Ist es auch. Aber hier Waldcamping, das macht auch richtig Spaß. Also da bist du eigentlich noch ein Stückchen näher an der Natur. Mehr Bäume, ich meine im Sommer ist es hier auch noch richtig grün. Und die ganze Zeit die Vögel, die ich jetzt schon höre, das macht echt richtig Spaß. Tiny House im Wald ist natürlich auch der absolute Brecher. Also Luki, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht da drin. Das wird, glaube ich, eine schöne Geschichte. Haben, Leute, es wird ja schön ruhig hier vor allen Dingen sein. Also da freue ich mich auf diese Ruhe im Wald. Ja, das ist es wirklich. Und ihr Lieben, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar ist es so, auf Social Media habe ich ja geschrieben, ich will mit euch einen Song schreiben. Da haben ganz viele Leute mir ihre Wörter geschickt, die in einen Camping-Song rein müssen. Und dann bin ich damit zu meinem besten Kumpel Stefan gefahren. Ich habe gesungen. Stefan hat mit seinen Kumpels die Musik gemacht und mit den Campfire Rockers. Und jetzt ist er da, der Song. Der heißt Sag der Freiheit, dass ich komme. Leute, ganz kurz mal, davon wusste ich nichts. Und ich habe den Song auch noch nicht gehört. Jetzt sind wir aber echt gespannt hier. Sag der Freiheit, dass ich komme. Den könnt ihr jetzt überall euch anhören zum Stream. Und wir hören jetzt mal zusammen rein mit ein paar Bildchen von diesem Dreh. Also, passt auf euch auf. Luki, Prost. Ich höre schon was. Bin auf der Straße, komme runter. Hab alles bei mir, was ich brauch. Oh, eine Fahrt ins Abenteuer. Eine Reise zu mir selbst auch. Schon dieser Roadtrip ist wie Urlaub. Spüre Wind und Sonne im Gesicht. Fahre ans Meer oder auf Berge. Oft kenne ich mein Ziel nicht. Sag der Freiheit, dass ich komme. Sag der Freizeit, ich bin hier. Treffe neue und alte Freunde. Mache aus mich ein Wir. Sag der Freiheit, dass ich komme. Und wir beten Sterne an.
Hauptsache, wir sind draußen und fühlen, was nur Camping geben kann.